Oh yeah, servus, grüezi und hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen, ja, wir haben den Putsch zerschlagen und gespannt, wen wir noch erschlagen müssen. Folge Greedfall. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Bock weiterzumachen, denn wir reisen jetzt zu Constantin und dann müssen wir dem das mal erörtern, was hier so geschehen ist. Ich hoffe, Konstantin ist immer noch sicher, aber ich denke mal schon. Ah, wir haben ja immer noch die Mission von den Mitgliedern, ne? Müssen wir auch noch angehen. Verkaufen können wir, brauchen wir, glaube ich, jetzt nichts. Und kaufen auch nicht. Nee, der hat auch nicht wirklich, obwohl, wartet mal. Oh, 176, mentale Kraft, nee, das bringt nichts. Was haben wir hier? Zweihandklingenwaffen? Nee. Aber da stehen wir auch kurz davor, dass wir machen können. Aber Zweihandklingenwaffen, dann können wir wahrscheinlich auch den Ring nicht benutzen. Wäre blöd. Also finde ich, weil ich finde das mit dem Ring schon ganz geil. Okay, alles klar. Auf zu Konstantin. Zu unserem lieben Vetter Konstantinopel. Konstantin Nippel. Oh shit. Da brauchen wir Schlossknacken Level 3. Ha, ja, das werden wir nie erreichen, meine Friends. Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Dann aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist heute 9 Jahre alt, genau. Gut. Vetter, ich komme! Oh shit. Do I have the time to return and see those dear to me? Constantin, how are you feeling? Death is on my doorstep, and all hope has flown through the window. Come closer. What ill tidings do you bring? Yes, I thought you might want to know more concerning the events that have taken place. The attempted coup d'etat of the traitors. Yes, I am eager to hear what has transpired within these very walls. When I think of the cold-blooded face of that treacherous Kurt. You showed exemplary true courage. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. I was also able to save the Governor Buren as well as his city. He asked me to relay his most sincere gratitude and his renewed promise of support. Yes, very kind. My help has been so precious. You are aware of what happened to Samateus? Her gates now fly the banners of the Coin Guard. The mages of Ptolemy were massacred for the greater part, but the Mother Cardinal has taken refuge here. This treacherous commander must be celebrating at least his partial success. But his victory will be for a short time. He must be stupid to have thought that the nations of the continents will let him trade with them and won't cut him off. I wish him luck in finding a port that will welcome him, and you were able to catch his lieutenants. The squires will pay for the crimes of their masters, as happens too often. It is hard to swallow that Kurt betrayed us. We've known him for such a long time. To think that he trained both of us, drumming into us, fight with honor. How tragically ironic. You were able to turn that to our advantage. That little phrase is what saved our lives. As to why he betrayed us, he has taken that with him to the tomb. Fortunately, the entire guard did not follow his example. Many have remained loyal. What do you plan on doing to them? How can we give them our complete trust? We cannot. But we cannot do without soldiers either. We shall have them pledge allegiance to the Congregation of Merchants, and I shall name a trustworthy intendant to keep them in line. Nothing more can be done. Before you leave, I must ask you something. All right, I'm listening. I'm always suffering, cousin. I'm in such terrible pain and we're yet to discover a cure. I'm sorry.
I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer, with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men once lived at San Mateus. His healing abilities were celebrated across the land. I heard rumors that he died in the attack. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem Teleme are prey for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Ja, was bei uns eine ziemlich lange Zeit sein kann. Ach, verdammt. Constantin. Ah, shit. Ich frage mich, ob wir rechtzeitig noch ein Heilmittel finden. Okay, wir müssen als erstes mal gucken, was wir als nächstes auf jeden Fall machen. Wir haben ja noch einige Nebenmissionchen. Das sind ja die Sachen, die wir beiläufig in den Fußstapfen. Ein aufstrebender Händler. Gehe in die Arena. Achso, ja, das haben wir. Suche Esselt im Wert 3 auf. Informiere die Kardinalen über den bevorstehenden Angriff. Ein Familiennah. Biete Vasco deine Hilfe an. Ah, das sind jetzt die Dings-Quests. Ja, ne? Gelehrter auf Expedition. Das müssen wir auch noch machen. Aber ich würde erstmal sagen, wir versuchen das Leid von Constantin ein bisschen zu lösen. Aber ich habe Angst irgendwie, bei dem Spiel ist es ja auch so ein bisschen, welche Entscheidungen du triffst, ne? Wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, nach einem einem Schmerzmittel sozusagen zu suchen, in der Zeit wird es noch schlimmer und hätten wir die Hauptmission weitergemacht, dass wir vielleicht schneller ein Heilmittel finden. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon ein bisschen tricky. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, ob das Spiel so ausgefuchst ist. Ich hoffe es mal nicht. Okay, wir werden uns auf jeden Fall auf den Weg dorthin machen. Und das machen wir natürlich... Ne, warte mal. Wo ist unser... Ach, da hinten. Hä? Nee, kann doch nicht sein. Ah, doch. Stimmt. Ja. Ich kann mich nicht so recht finden. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ich habe so viele Wohnsitze. Mein Gott. Ich bin so reich. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine ganzen Gebäude sind und alles. So, nach Venture Ort heißen. Ich mache es immer ganz schnell. Dann hört es sich auf jeden Fall richtig an. Wahrscheinlich nur für mich. Ihr denkt wahrscheinlich, was labert der? Kann auch sein. Die singenden Gewässer, ja. Mal gespannt. Der liebe Constantin. Ah. Sind da oben die jetzt immer noch zu stark? Oder könnte ich die jetzt verkloppen? Totenkopf, Totenkopf? Ja, die sind auf jeden Fall noch zu stark. Sollen wir es trotzdem mal versuchen? Wartet mal. Wir machen das ganz einfach. Hier wird erstmal gespeichert. Und dann läuft das schon. Ich glaube es aber eher nicht. Also ich denke, auf der einen Seite hätten wir schon eine Chance. Bam. Komm. Wo ist Schrot? Du Sau. Ja, gut. Gut. Ja, ja. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen. Was? Ein Schuss? Tot? What the fuck? Zum Glück haben wir gespeichert. Ich glaube aber, es wäre auf jeden Fall möglich. Wenn ich jetzt nicht erschossen worden wäre, wäre es wahrscheinlich möglich. Aber was bringt es? Sollen wir es jetzt unnötig nochmal versuchen?
Es reizt mich einfach. Ja, komm. Ja, ich protecte dich in diesem Battle. Komm, ich probier's mal aus der Entfernung. Der macht Faxen, habt ihr gesehen? So, noch mehr. Komm, wir verballern alle Kugeln. Oh, wo habe ich denn jetzt in den Himmel geschossen? Der ist alles zu Boden gegangen. Oh, der macht auch Magic. Jetzt verstehe ich das erst. So, den haben wir. Jetzt sind es noch nicht mehr so viele. 4 Stück. Aber noch 4 Stück. Warte, ich muss erst was trinken. Oh, jetzt weg, weg. Ja, wie kann ich denn dann ausweichen? Der ist tot. Jetzt sind es nur noch 3. Nein. Der ist auch tot, oder? Yes. Okay. Nein! Oh mein Gott. Ich habe gedacht, ich werde wieder getroffen. Oh. Ey, da kann man gar nicht ausweichen. Ja, das war auch nichts. Nein! So, den haben wir auch. Ich kann nicht ausweichen. Oh, nicht genügt. Nein! Er ist tot. Yes! Wir haben sie. Oh yeah! Jetzt kriegen wir richtig gutes Loot, hä? Aber können wir alles noch nicht gebrauchen. Okay, alles klar. Aber seht ihr, es funktioniert. Gut, man muss auch sagen, ne, wenn man so mehr Attacken macht, so auf Entfernung, also schießen und das alles, dann hat man auch genug Abstand. Ich glaube, mit Nahkampf, also wenn ich jetzt nur mit unserem Säbel, hätten wir keine Chance gehabt. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber weil das mit dem Magic so viel Spaß macht, ist das ja kein Problem. Gut, jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Komm. Wir brauchen auf jeden Fall ein Heilmittel. Und da hinten müssen wir natürlich noch looten. Was kriegen wir noch? Goldmünzen? Ja, reicht. Mehr brauchen wir nicht. Da sind wir wunschlos glücklich mit ein paar Groschen. Das sind auch noch Gegner, oder was? What? Wo kommen die denn her? Die waren aber vorher nicht da, oder? Tot. Nix. Bam. Du auch. Wie schnell ich nachlade, verdammt. Hat ja keiner eine Chance. Da wird ja sogar John Marston eifersüchtig. Oh, das war nicht schlecht. Ja, komm. Jetzt müsste er tot sein. Oh yeah. Komm, Loot. 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 Banditenhut. Der hat ja gar keine Rüstung. Holy moly. Da ist auch noch. Gut. Hier ist noch. Nehmen wir auch. So, komm, wir beeilen uns ein bisschen. Da ist wieder derjenige, der uns irgendwo hinfahren kann, aber... Guten Tag. Tschüss. Der ist wieder in der Nähe des Kampfgeschehens. Mischt sich nicht ein. Das ist wahrscheinlich die Schweiz. Hallo? Da kommt schon wieder Melodie. Da kommen wieder irgendwelche Viecher oder so. So, nehmen wir auch alles mit. Wer greift da? Ach so. Tot. Yay. Komm.
Ja, du Schweinchen. Ja, ich weiß, du bist kein Schwein, aber egal. Du siehst fast so aus wie ein Schwein. Du siehst aus wie eine Mischung aus... Keine Ahnung, ich kann die Mischung gar nicht. Da muss eine neue Bezeichnung dafür erfunden werden. So, wir sind auf jeden Fall jetzt mal angekommen, nach 1000 Kämpfen. Aber ich will mich ja nicht beschweren, ne? Auf der einen Seite sage ich mehr Kämpfe, dann kommen mehr Kämpfe. Und dann bin ich wieder eine kleine Diva und brauche meinen Schokoriegel. Quesi! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desade. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Denegad as well? It is true. But my powers of healing are far less powerful than your own. And you travel with a mind shaker. Strange trio. I am Bishop Petrus, but I am not a mind shaker. A missionary. Why, pray tell, are you asking? There are people wearing the same insignia that pass their time troubling the minds of my people. Missionaries? I was not aware. I'm only here to accompany my friend, I assure you. He is not a bad man, Donegad, even if his beliefs are foreign and strange. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mind shakers remained. And it was also at that time the Tenland started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this master hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Okay. Müssen wir auf jeden Fall mit den Jägern. Was ist mit ihm noch? Yes? Do you need my help with something around the village? I just have a few questions, that's all. I understand. Informationen über
Anwesende Kolonisten. Ja, okay. Tell me about the colonists. When did you meet them for the first time? Perhaps a dozen cycles ago. I had heard rumors, of course, before that. Some of the eastern clans said that there were men coming from the sea who had made their home on their lands. They said that they built very tall houses and stole their children from them. I thought of it as nothing more than tales one tells by the fire of a night. Then one day, I saw them. They came into our village. They came with soldiers. They wanted to shake our minds, treated us as if we were children, barely able to walk. I was told that they were not the same tribe as those found in the east, different as well from your people, but I see no difference. You are all Renaigse to our lands, and I do not trust any of you. Das ist immer herablassende, also wenn man jemanden nicht wertschätzt. Das ist immer ein Kreislauf, ne? Weil auf der einen Seite, sie haben ja nur die Informationen, ne? Also hier jetzt der Stamm. Die haben nur die Informationen, die sie so irgendwie bekommen. Die anderen blicken auf die herab, weil sie als, ja, wie soll ich sagen, ja, Menschen zweiter Klasse teilweise sehen. Und gleichzeitig fällt es dann dem Stamm auch schwer, die wertzuschätzen. Und so ist das immer ein Kreislauf. Das hört nie auf. So, anstatt dass sich wirklich jemand mal da hinsetzt und jeder dem anderen erklärt, um was es ihm wirklich geht. Das wäre auf jeden Fall mal eine Option. Aber naja, anwesende Kolonisten haben wir das Dorf. What can you tell me about your village? It is Wenchavier, the village of living waters in our tongue. The wells and the rivers here flow with healing waters. All the island knows this. Our riverbanks are plentiful in plants, and the shores are full of shellfish that are used in healing potions. We are mostly fishermen and gatherers. We hunt little and have no warriors amongst us. Our village is a calm place in normal times, a place of peace. But since the coming of the Moonshakers... Okay. Katasach. Oder Katasak? Kalter Sack? Nee, Katasach. Can you tell me more about Katasach? The Tiern. He is the best healer on the island. A good and wise man. He is very concerned about the sick under his care. He gives them all his time and energy. Our village has always had the greatest healers. And my master is as good as any of the ancestors. I hope to be as good one day. Okay, die Tenlan. I would like to hear more about the Tenlans. I'm in no better place to speak of these creatures. Before I believed I understood them, but today we simply took care to respect the place where they made their nests, so as not to disturb them. For like all of these creatures, they are part of the spirit of the island, a part of the balance. But all of a sudden, one day their numbers grew more and they became angry and aggressive. The balance has been broken, but I do not know how. Ja. Hoffentlich sind die nicht vom Aussterben bedroht. Weil wir mit dem fertig sind. Eieiei. Alles klar, gut. Ja. Ja, meine Friends. Wir müssen, sprich mit den Missionaren. Da, was ist das? Sprich mit den Jägern von Wenchavier. Oh mein Gott, ey. Ich spreche das wahrscheinlich immer so aus wie ein Dulli. Ah, egal. Werden wir auf jeden Fall als erstes mal mit den Missionaren sprechen. Und ja, das machen wir auch auf jeden Fall. Aber in der nächsten Folge, meine Friends. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Petrus hat es auf jeden Fall gefallen. Zeroa weiß es noch nicht. Sie ist so mittelmäßig unterwegs. Aber es kommt ja darauf an, ob es euch gefällt, meine Friends. Gut, wenn ihr das Ganze weiter unterstützt, zum Beispiel mit einem Däumchen nach oben, wäre zum Beispiel richtig nice und würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr abonniert,
und die Glocke aktiviert, wäre natürlich noch nicer, wäre richtig geiler Scheiß. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ihr wisst ja, vor allem wünsche ich euch einen mal geilen, super nicen Tag. Ich hoffe, alles gelingt wie immer, wie ihr euch das wünscht. Meine kleinen, süßen Eingeborenen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ihr wisst ja, das Wichtigste ist, Freshness ist das halbe Leben. Haut rein, meine Friends.